Herzlich willkommen zum nächsten Sale im PlayStation Store. Die Frühlingsangebote wurden jetzt fortgesetzt. Es gibt jetzt neue Angebote in den Frühlingsangeboten. Diese gelten jetzt bis zum 24. April. Und welche sich davon meiner Meinung nach lohnen für die PlayStation VR 2 oder auch nicht, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Bevor es losgeht, vergesst nicht, dem Video ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst, solltet ihr auch nicht vergessen, die Glocke anzumachen. Und jetzt geht's los. Und los geht's hier oben links in der Ecke mit dem Spiel, was alle gerade spielen wollen. Hitman World of Assassination. Jetzt ist es im Angebot in der Deluxe Edition. Da sind viele Inhalte mit dabei. Auch einige Inhalte, die ihr definitiv nicht in VR spielen könnt, zumindest jetzt noch nicht. Trotzdem würde ich euch schon empfehlen, holt euch die Deluxe Edition. Ist ein richtig guter Preis, 45 € statt 100 €. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und dazu braucht ihr natürlich dann aber auch noch das Upgrade für 9,99 € für die PlayStation VR 2, wenn ihr das in VR spielen wollt. Und dann ebenfalls in der Deluxe Edition Alien Rogue Incursion. Ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Ich fand es richtig gut. Und freue mich schon auf den zweiten Teil, der hoffentlich irgendwann vielleicht noch entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommt. Jetzt habt ihr hier die Deluxe-Edition, da ist noch so ein bisschen kosmetischer Kram dabei, den man eigentlich nicht unbedingt braucht. Trotzdem ist der Preis für die Deluxe-Edition jetzt sehr gut. 34,99 € ist somit dann auch noch günstiger als die Standard-Edition. Also wenn ihr mit dem Spiel geliebäugelt habt, dann wäre das jetzt auf jeden Fall vielleicht eine Option, da zuzuschlagen. Das nächste Spiel in der Deluxe-Edition, Metro Awakening. Ich hatte auch viel Spaß mit dem Spiel. 32,99 € ist jetzt der aktuelle Preis für die Deluxe-Edition. Da ist auch wieder so ein bisschen kosmetischer Kram dabei. Ich glaube auch, der Soundtrack ist eventuell dabei. Der war übrigens auch sehr gut. Die ganze Atmosphäre bei dem Spiel war wirklich auch echt sehr, sehr schön gemacht. Also Metro Awakening kann ich euch definitiv auch empfehlen. So, dann noch ein Spiel, was aufgrund der Lizenz wahrscheinlich immer recht hochpreisig auch ist Creed Rise to Glory. Übrigens vom selben Entwickler Servius wie auch hier Alien Rogue Incursion, wer das nicht wusste. Ja, Spiel kostet halt sonst in der Standard-Edition 40 € und in der Deluxe-Edition 50 € und jetzt habt ihr eine krasse Ersparnis, 60%, 15,99 € Standard-Edition oder 19,99 € in der Premium-Edition. Spiel macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, es ist grafisch auch gut, man kann es im Multiplayer spielen, man kann gegeneinander boxen, man kann gegen diese ganzen Boxlegenden aus dem Creed-Universum spielen, Rocky ist auch dabei natürlich und ist eigentlich echt ganz cool gemacht, das ist auch echt anstrengend, das ist ein gutes Training auch und Creed ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir haben es auf der PlayStation VR 1 damals schon sehr gerne gespielt. So, dann haben wir jetzt hier Arizona Sunshine 2, war jetzt auch schon des Öfteren mal im Angebot gewesen in den letzten Sales. Jetzt kostet es 23,99 €, ist ein toller Koop-Zombie-Shooter und man kann aber auch alleine spielen, Singleplayer-Kampagne. Wie gesagt, aber auch im Zweier-Koop und es gibt auch einen Horde-Modus und die ganze Mechanik im zweiten Teil mit dem Hund, das ist auch alles sehr, sehr cool gemacht. Tolle Geschichte und würde ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen, das mal gespielt zu haben. Wer noch ein Bundle braucht vom ersten und zweiten Teil, der kann hier zuschlagen beim Freddy's Bundle. Da gibt es Arizona Sunshine Remake und Arizona Sunshine 2 zusammen in einem Package für 38,99 €. Dann haben wir Crossfire Sierra Squad für 21,44 €. Haben Nessie und ich jetzt in letzter Zeit öfters mal wieder gespielt gehabt. Hat einen großen Koop-Modus mit über 50 Missionen. Gibt auch eine Singleplayer-Kampagne. Beim Horde-Modus bin ich mir gar nicht so sicher, ob der überhaupt noch funktioniert, aber es gab auch nur eine Map im Horde-Modus, also dafür würde ich euch das Spiel definitiv nicht empfehlen, wenn ihr auf den Horde-Modus scharf seid. Für den Zweier-Koop-Modus würde ich euch das Spiel auf jeden Fall ans Herz legen, das ist sehr cool gemacht und bietet mit den über 50 Missionen, wie gesagt, auch jede Menge Spielspaß. Und 21,44 € ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis für das Spiel. So, dann haben wir Tetris Effect Connected. Das ist halt Tetris in VR mit toller Musik, hat tollen Soundtrack, tollen Grafikeffekten. Das ist wirklich wie bei so einem Trip irgendwie sehr meditativ teilweise. Also ist, glaube ich, auch aufgrund der Lizenz immer recht hochpreisig mit 40 €. Von daher, wenn man irgendwie Spaß an Tetris hat und dann kann ich euch das hier empfehlen für 23,99 €. So, wovon ihr auf jeden Fall die Finger lassen solltet, ist hier Flight Simulator Delivery 2025 VR.
wurde jetzt umbenannt auch, ne? Wahrscheinlich, weil es vorher zu extrem viel Verwirrung gesorgt hat und einige gedacht haben, das ist vielleicht der Microsoft Flugsimulator. Nein, der ist es nicht, denn das hier ist ein reinster Trash-Titel, der es aber aufgrund dieser Verwirrung tatsächlich in die PlayStation Charts auf Platz 1 geschafft hat, in die Verkaufscharts. Also ganz, ganz viele Leute sind darauf reingefallen und haben dann festgestellt, dass das Spiel ja die letzte Grütze ist. Also kauft das bitte nicht, das hat nichts mit Microsoft Flugsimulator zu tun. Das ist einfach nur ein ganz, ganz schlecht gemachtes Flugspiel. Wenn ihr ein Flugspiel spielen wollt, dann holt euch entweder Ultra Wings 2 für die PlayStation 2 oder wartet einfach auch noch auf Aces of Thunder. So, dann haben wir hier das gruseligste Spiel aller Zeiten, Madison VR. 24,49 €, toller Titel, wirklich richtig krass gruselig. Es war mega krass gewesen, das durchzuspielen. Es ist technisch gut und ja, es ist einfach der blanke Horror. Also Madison VR ist echt richtig übel, fand ich, und hat auch eine gute Spielzeit und so. Also Madison VR, ganz klare Empfehlung, wenn ihr auf Horrorspiele steht. Auch gut erschrecken kann man sich bei Switchback VR. Das setzt natürlich mehr auf so Jumpscares. Man ist halt da in dieser Lore drin. Ihr kennt es vielleicht auch noch von der PlayStation VR 1, Rush of Blood, das ist ja hier der Nachfolger Switchback VR, kommt nicht ganz an die Klasse von Rush of Blood ran, leider, ist aber dennoch ganz gut, auch mittlerweile geworden. Es wurde technisch nochmal ein bisschen aufgebohrt mit einem Update und es ist auch noch ein Horde-Modus dazugekommen, also auch content-technisch ist da noch ein bisschen was dazugekommen. Also Switchback VR ist auf jeden Fall empfehlenswert. 20,09 € mit PlayStation Plus spart ihr sogar nochmal weitere 10%. Dann haben wir Drums Rock. Ich glaube, da gibt es auch eine Demo im PlayStation Store. Da könnt ihr ja mal reingucken, ob das Spiel was für euch ist. Es ist halt ein Rhythmus-Trommelspiel. Es gibt auch verschiedene Music Packs. Ihr seht, hier sind auch verschiedene Music Packs im Angebot. Mich hatte das irgendwie nicht so abgeholt. War auch nicht so meine Musik gewesen. Alles sehr, sehr metal-lastig halt. Und ja, also wer so auf Rhythmus, Trommelspiele steht und auch mit Heavy Metal Musik und sowas anfangen kann, der kann da ja mal reingucken. So, dann haben wir noch einen Multiplayer-Shooter, in den ich persönlich noch gar nicht reingeguckt habe, großartig, Breachers. Beziehungsweise doch, ich habe einmal reingeguckt und zwar in eine Testversion. Technisch ist es leider echt nicht bemerkenswert auf der PlayStation VR 2 und 17,99 €, der Preis ist aber, denke ich mal, ganz in Ordnung. Also der Entwickler ist auch nach wie vor dabei, das Spiel noch zu updaten. Technisch leider anscheinend nicht, aber zumindest contentmäßig ist der Entwickler noch nach wie vor dran, auch für Breachers Content zu liefern. Es gibt hier auch irgendwelche Ingame-Währungen für Breachers, die ist jetzt auch im Angebot. Also man kann dann irgendwelche Sachen mit Ingame-Währung anscheinend dann auch noch freischalten. Ich glaube, es ist an sich ein ganz, ganz netter, taktischer Multiplayer-Shooter, der aber, wie gesagt, leider technisch auf der PlayStation VR 2 nicht gut abliefert. So, dann haben wir Moss Book 2, 14,29 €. Tolles, niedliches Spiel, so ein bisschen Jump'n'Run, Action, Adventure. Und ihr steuert die Maus Quill, sehr, sehr niedlich gemacht und sieht das Ganze aber aus der Sicht des Erzählers und greift aber auch mit in die Welt ins Geschehen ein. Und es ist wirklich sehr, sehr süß gemacht und erzählt auch eine etwas traurige Geschichte, vor allem der zweite Teil. Und ist für 14,29 € aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Und sowohl Moss 1 als auch Moss 2 gehört eigentlich auch in jede VR-Sammlung. Und genauso in jede VR-Sammlung gehört auch Red Matter. War jetzt auch schon das öftere im Angebot gewesen und 10,99 € ist auch echt ein sehr, sehr guter Preis. Das ist jetzt hier der erste Teil. Der ist auch technisch echt sehr, sehr gut umgesetzt. Der zweite ist sogar noch mal ein bisschen besser. Und es ist ein Abenteuer-Escape-Room-Spiel, so ungefähr. Im zweiten Teil kommt noch so ein bisschen auch Action noch dazu, so mit Schießen und so teilweise. Im ersten Teil konzentriert sich mehr auf die Rätsel und es ist technisch wirklich sehr, sehr geil. Super Auflösung, tolle Texturen und so. Also Red Matter, echt Vorzeigetitel. So, dann haben wir Kill It With Fire.
Ihr müsst Spinnen töten. Das Ganze hat so eine comicartige Grafik und war aber eigentlich ganz nett gemacht. Es hat so einen gewissen Humor. Und ihr könnt halt mit allen möglichen Sachen irgendwie dann gegen die Spinnen da kämpfen. Flammenwerfer oder Ninja-Sterne oder weiß der Geier was. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es war eigentlich ganz witzig gemacht. Also technisch darf man da jetzt nicht allzu viel erwarten. Aber für den Preis hier vor allem 3,74 € kann man eigentlich echt auch nicht mehr viel falsch machen bei Kill It With Fire. Also das ist eigentlich ganz nett gemacht, finde ich. So, dann Tennis on Court fanden Nessie und ich eigentlich auch ganz nett. Würden wir auch ganz gerne mal irgendwie im Koop, nicht im Koop, sondern im PvP-Modus gegen euch irgendwie spielen. Man kann da 2 gegen 2 auch online antreten. Es gibt einen Singleplayer-Modus, es gibt einen Multiplayer-Modus, die ganze Schlagtechnik und so, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Technisch war es auch in Ordnung, also von daher Tennis on Court fanden wir beide eigentlich ganz gut. Wenn ihr da mal Bock habt, das gegen uns zu spielen, dann meldet euch gerne mal. So, dann haben wir jetzt hier ein bisschen Content von Metal Hellsinger VR. Das ist auch wieder so ein Spiel, was irgendwie sehr, sehr viel Metal drin hat, wie das der Name auch schon vermuten lässt. Hatte mich daher nicht so abgeholt. Es ist eigentlich auch mehr so ein Rhythmus-Shooter, wobei da glaube ich eher nicht so Wert auf den Rhythmus gelegt wird, aber ja, irgendwie muss man halt zu knallharter Heavy-Metal-Musik dann irgendwie da die Gegner abschießen. Das gibt es sowohl in der Standard-Edition jetzt hier im Angebot für 20,99 als auch in der Complete Edition. Und dann gibt es hier auch nochmal ein paar Music Packs anscheinend im Angebot. Da guckt mal rein, wenn euch sowas interessiert. Ich habe es persönlich nicht gespielt. Mich hat die Musik abgeschreckt schon im Trailer. Von daher ist es von meiner Seite aus jetzt da keine Empfehlung. So, das hier Trip, A New Way to Meditate. Kann ich nichts zu sagen, habe ich selber nicht gespielt, weil es einfach auch viel, viel zu teuer ist. 70 € kostet es normalerweise, um da irgendwie ein bisschen zu meditieren. Ich weiß weder, ob das technisch wenigstens gut abliefert oder man da wirklich gut mit meditieren kann. Keine Ahnung. Wenn da einer von euch irgendwas weiß, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Also mir sind selbst 48,99 €, okay, mit PlayStation Plus nochmal 10% weniger, immer noch zu viel, um da einfach jetzt mal ein bisschen mit zu meditieren. Keine Ahnung, also kann ich erstmal auch so nicht empfehlen. Hellsweeper VR ist so ein Spiel, was so ein bisschen, finde ich, in Richtung Doom irgendwie geht. Man ist da auch so irgendwie in so einer Art Hölle irgendwie unterwegs und muss Gegner abschlachten. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch einen Koop-Modus. Technisch sieht es mittlerweile auch gut aus. Von daher 17,99 €, 10% weniger mit PlayStation Plus. Das könntet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Clean Sheet Fußball steht hier. Das ist ein Torwart-Simulator. Hatte mich persönlich gar nicht abgeholt. Kostet jetzt 18,69 €. Finde ich persönlich immer noch viel zu viel dafür. Ja, man ist halt ein Torwart, steht dann im Prinzip so auf der Stelle und muss immer die Bälle halten. Hatte mich persönlich überhaupt nicht abgeholt und für den Preis finde ich es auch nach wie vor echt zu teuer. Dann haben wir als nächstes Townsman VR für 19,99 €. Das Spiel ist so ein Städteaufbauspiel, geht in Richtung von Siedler ungefähr und ist eigentlich sehr gut gemacht. Das Spiel kommt auch aus Deutschland und ich wollte es eigentlich immer mal weiterspielen. Das ist wirklich sehr schön gemacht und von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. So, dann haben wir Synth Riders in der Complete Edition. Es gibt nämlich mittlerweile so viele Music Packs für Synth Riders und die sind auch größtenteils wirklich alle sehr, sehr cool. Und in diesem Package habt ihr jetzt alle Music Packs mit schon drin. Kostet sonst 129,99 €. Ist schon krass, aber es gibt auch wirklich krass viele Music Packs mittlerweile. Jetzt spart ihr 30%, mit PlayStation Plus sogar nochmal 5%. Das kann ich euch auf jeden Fall schon empfehlen. Ist auf jeden Fall günstiger, als wenn ihr euch so nach und nach alle Music Packs einzeln kauft. Dann holt euch lieber die Complete Edition und dann habt ihr gleich alles auf einmal. Wenn ihr das Hauptspiel schon habt, dann könnt ihr auch hier die Complete Music Edition kaufen. Dann sind da alle Music Packs dabei. Also da ist halt das Hauptspiel schon nicht mehr enthalten. Das ist bei dem anderen mit dabei. Hier sind dann alle Music Packs enthalten, die es zu kaufen gibt, aber halt nicht das Hauptspiel. So, dann haben wir noch Vertigo 2 für 19,49 €. Ja, Spiel an sich ist eigentlich cool.
technisch leider echt nicht so geil auf der PlayStation VR 2. Es hat irgendwie nicht so die super Framerate und die Auflösung ist auch nach wie vor nicht gut. Wurde leider nie gefixt, ja, seit Anfang an ist das schon so. Und ist ein bisschen schade, weil sonst wäre Vertigo 2 nämlich ein richtig, richtig cooles Spiel. So, finde ich, trübt der technische Eindruck leider so ein bisschen den Eindruck, bei mir zumindest. Und 19,49 ist aber ein Preis, denke ich mal, der auf jeden Fall okay ist für das Spiel. Dann haben wir After the Fall in der Deluxe-Edition für 9,99 €, 75% günstiger. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Ihr braucht zwar nicht unbedingt die Deluxe-Edition, theoretisch, die Standard-Edition würde es auch reichen, aber selbst die kostet mehr und so habt ihr jetzt noch ein bisschen kosmetische Sachen und sowas alles dabei. Das ist ein cooler Koop-Zombie-Shooter, erinnert an Left 4 Dead oder so und kann man mit bis zu 4 Leuten, glaube ich, zusammenspielen oder 5 sogar, nee, ich glaube 4 und ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Technisch ist es auch absolut in Ordnung auf der PlayStation VR 2, von daher auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für After the Fall. Dann Happy Funland, kann ich leider nicht so richtig empfehlen. Technisch jetzt nicht so toll und auch so Gameplay-technisch haben mir da einige Sachen echt nicht gut gefallen. Zum einen dieser nervige Typ, der ihn irgendwie die ganze Zeit am Anfang auch begleitet hat und dann auch so, dass man so auf manche Gegner dann so raufkloppen musste. Das hat sich irgendwie alles nicht so gut angefühlt. Ja, ich habe mich trotzdem ein, zwei Mal erschrocken. Ein paar Sachen waren auch echt ganz nett gemacht, aber insgesamt kann ich das Spiel eigentlich eher weniger empfehlen. Also ist halt so ein verrückter Vergnügungspark, so ein verlassener Vergnügungspark, so ein Lost Place irgendwie. So vom Setting her eigentlich schon ganz nett, aber ja, so richtig ist der Funke nicht übergesprungen bei mir. VR Skater, 11,54 €, 67% ist auf jeden Fall eine gute Ersparnis. Ich habe selber nicht gespielt, allerdings soll es wirklich für Skateboard-Fans sehr, sehr cool sein. Ihr steuert halt das Skateboard dann komplett mit euren Händen natürlich, mit den Controllern. Und es soll auch sehr gut funktionieren mit ein bisschen Übung. Da könnt ihr dann schöne Tricks machen und so. Also wenn ihr da euch für interessiert, dann ist das, glaube ich, schon auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Angebot. So, dann haben wir hier noch Gorilla Attack. Da habe ich auch ehrlich gesagt nur Trailer von gesehen und das hat mich absolut nicht abgeholt. Für 2,99 könnte man sagen, okay, kann man sich trotzdem mal angucken. Aber also erwartet da echt nichts Dolles. Also das kann ich euch jetzt nicht wirklich ans Herz legen hier. Dann haben wir das ganze Spiel auch nochmal im Bundle mit Bridge the Gap. Ist da dieses Lemmings-artige Spiel. Da hatte ich mal reingeguckt. Ja, war so erstmal gar nicht so verkehrt. Technisch leider echt nicht gut. Die Auflösung dafür, dass es so eine einfache Grafik hat, war echt nicht gut. Es hat ganz schön dolle geflimmert. Und ja, so richtig ist der Funke bei mir auch nicht übergesprungen. Also es erinnert zwar sehr stark an Lemmings, aber so abgeholt wie Lemmings hat es mich irgendwie nicht. Und dann haben wir auch schon das nächste Spiel, was auch so ein bisschen in die Richtung von Lemmings geht, ist Humanity. Ist ein Hybrid-Titel, könnt ihr also sowohl in Flat als auch in VR spielen. Ist bei mir auch irgendwie der Funke nicht übergesprungen. Technisch auch nicht besonders gut auf der PlayStation VR 2. Auflösung nur so durchschnittlich. Und der Soundtrack war auf Dauer auch echt irgendwie nervig gewesen. Von daher kann ich euch das nicht empfehlen. Solltet ihr aber PlayStation Plus extra haben, ist da, glaube ich, auch das Spiel kostenlos mit enthalten. Dann haben wir Unplugged Air Guitar. Hatte ich damals auf der Quest mit Handtracking gespielt und ich finde, das sollte eigentlich auch mit Handtracking gespielt werden. Auf der PlayStation VR 2 gibt es ja jetzt auch Handtracking, aber das Spiel unterstützt es leider noch nicht. Es ist ganz nett, es ist doch vor allem ganz, ganz lustig gemacht, aber so richtig ist der Funke bei mir nicht übergesprungen. Es ist halt wie so Guitar Hero oder so, wie man es von früher kennt. Ja, es ist ganz nett. 7,99 ist auch ein ganz guter Preis, statt 20 €. Könnt ihr mal reingucken. Ich würde mich freuen, wenn das Spiel auch noch ein Handtracking-Update bekommt. Dann haben wir 90s Extreme Skiing, ein Spiel hier aus Berlin von Kalemax. Ihr fahrt Skirennen, alles so in so einem 90er-Jahres-Stil gehalten. Skifahren ist auch echt gut umgesetzt, es geht gut von der Hand und hat eine Prise Humor auf jeden Fall das Spiel und ist eigentlich ganz cool gemacht. 11,99 ist zwar keine riesige Preisersparnis, aber dennoch für 11,99 macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dann haben wir A Fisherman's Tale, das ist auch irgendwie ständig im Angebot.
Sehr niedliche Adventure-Rätselspiele, Fisherman's Tale 1 und 2. Das ist jetzt hier der erste Teil, der ist ziemlich kurz. Kostet 4,49 € und geht aber echt nur so 1,5 Stunden bis 2 Stunden oder so. Also das solltet ihr auf jeden Fall mal wissen, dass das nicht sehr lange geht. Erzählt aber eine wirklich niedliche Geschichte und ist ganz, ganz toll gemacht soweit. Vielleicht wäre eher das Bundle jetzt hier was für 9,89 €. Der erste und der zweite Teil. Der zweite Teil hat auch noch mal so ein paar neue Gameplay-Elemente und ist auch noch mal ein bisschen länger als der erste Teil. Super niedlich gemachte Rätselspiele. So, dann ein Spiel, was ich euch empfehlen kann, ist Retropolis 2 Never Say Goodbye für 8,24 € statt 24,99 €. Das ist auf jeden Fall eine saftige Preisersparnis, 67%. Sehr, sehr cooles Point-and-Click-Adventure alter Schule mit so einer ganz eigenen Grafikstil, aber es ist echt cool gemacht. Also Nessie hat es auch komplett durchgespielt und hat es auch Spaß gemacht. Und Retropolis 2 ist, glaube ich, auch nicht allzu lang gewesen. Ich weiß nicht mehr genau wie lang, 2,5 Stunden, 3 Stunden oder so. Ich glaube, viel länger war es jetzt nicht gewesen. Aber trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Dark Sword Battle Eternity kann ich euch nicht empfehlen. Technisch absolut schlecht und hat auch absolut keinen Spaß gemacht. Masters of Light hat jetzt auch ein Handtracking-Update übrigens bekommen. Also kann sowohl mit Controllern als auch mit Handtracking gespielt werden. Es ist im Prinzip aber nur so ein Wave-Shooter. Man schießt so mit seinen Händen dann irgendwelche Laserstrahlen und sowas alles ab, um dann heranfliegende Gegner abzuschießen. Also viel mehr ist es im Prinzip nicht. Ist jetzt nicht so das Knallerspiel, finde ich. Dann haben wir Afterlife VR, ist ein solides Gruselspiel, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt aber auf der PlayStation VR 2 richtig gute Gruselspiele. Aber wenn ihr die alle durch habt, ja, so wie Madison oder auch die Resident Evil Teile oder Paradise Hotel, dann könnt ihr euch auch Afterlife VR angucken. Es ist ganz nett gemacht. Man ist da irgendwie in so einer Irrenanstalt irgendwie unterwegs, um, glaube ich, seine Schwester oder irgendwie so, oder seine Frau, Schwester, irgendwie da auch rauszuholen oder so. Ganz nett gemacht. Es gibt halt weitaus bessere Gruselspiele auf der PlayStation VR 2, aber 7,49 € ist auf jeden Fall ein ganz guter Preis. So, TOS kann ich euch nicht empfehlen. Das ist irgendwie so ein Affenschwingen, Jump-and-Run-Ding, fand ich nicht gut. Was ich aber echt ganz cool fand, ist hier Cactus Cowboy Desert Warfare. Total lustig gemacht, ja. 4,99 € ist ein knaller Preis. Ich finde auch 9,99 € total fair. Mit PlayStation Plus spart es sogar nochmal weitere 10% und das hat eine tolle Kampagne. Das ganze Gunplay, also das ganze Waffenfeeling ist echt cool gemacht, ja. Und auch wirklich sehr lustig, mit der Geschichte verbunden und so. Reines Singleplayer-Spiel, aber auf jeden Fall, also spätestens jetzt für 4,99 €, ganz klare Empfehlung. So, dann haben wir noch O-Shape in der Ultimate-Version, beziehungsweise jetzt heißt es halt O-Shape Ultimate mittlerweile, weil da auch noch einiges an Content dazugekommen ist. Mehr Level, auch mehr Musik und so. 10,99 € ist ein guter Preis. Mit PlayStation Plus sogar nochmal weitere 10% günstiger. Es ist wirklich ganz lustig. Ne? Man muss da halt so diese Förmchen irgendwie mit seinem Körper dann ausfüllen, die so heranfliegen. Ist nett gemacht, ist auch ganz nette Musik dabei. Also O-Shape ist eigentlich ein ganz cooles Party-Rhythmus-Spiel. Bulletstorm VR ist mittlerweile echt gut geworden. Am Anfang ja auch Katastrophe gewesen, technisch. Auflösung und so war alles richtig mies gewesen in dem Spiel. Mittlerweile haben sie da echt viel noch an Arbeit reingesteckt und das Spiel ist jetzt mittlerweile, glaube ich, echt gut spielbar. Also sowohl für eine Auflösung mittlerweile echt alles gut. Und auch spielerisch haben sie nochmal so einiges gefixt. Das ist im Prinzip eine VR-Version eines AAA-Spiels, welches damals, glaube ich, auf der PlayStation 3 rauskam. Und jetzt dann komplett in VR spielbar ist. Also ist ein guter Shooter, bin ich der Meinung. Und 15,29 € mit PlayStation Plus spart er sogar nochmal einen ganzen weiteren Prozentwert.
Ist aber auf jeden Fall ein guter Preis. Statt 30 Euro ist das auf jeden Fall schon mal ordentlich. So, Gazlas kann ich euch nicht empfehlen. Das ist so ein Rail-Shooter. Ihr seid ja auf so einem Zug irgendwie, glaube ich, auch drauf und müsst dann immer irgendwelche Sachen abschießen. Hat absolut keinen Spaß gemacht. Kann ich nicht empfehlen. Awesome Asteroids für 3,99 mit PlayStation Plus für nochmal 15% weniger. Spielt man mit dem Eye-Tracking und soll eigentlich ganz cool sein. Man visiert da so die Asteroiden irgendwie dann so an mit seinen Augen. Wollte ich eigentlich immer mal reingucken. Siehst du, Awesome Asteroids für 3,99 kann man da, glaube ich, nicht viel falsch machen. Und dann haben wir nochmal Dystronia. Wer so auf Anime, Detektivspiele steht, der könnte sich das mal angucken. Technisch ist es jetzt nichts Herausragendes auf jeden Fall. Aber ich fand es eigentlich ganz nett gemacht, aber dieser Anime-Stil, der holt mich persönlich halt nicht so ab. Dann haben wir hier noch Mixture, was eigentlich in die Richtung von Moss geht, finde ich persönlich. Man steuert halt auch so aus der Third Person im Prinzip so eine Spielfigur und kann auch selber halt als Zuschauer mit ins Spielgeschehen eingreifen, also ganz ähnlich wie bei Moss, kommt aber bei weitem nicht an die Klasse von Moss ran, also sowohl grafisch als auch spielerisch. Nee, also wenn ihr sowas Ähnliches vielleicht noch sucht wie Moss, weil ihr Moss schon 5-mal durchgespielt habt, dann könnte Mixture was für euch sein. Ansonsten greift lieber zu Moss 1 und 2 und lasst Mixture vielleicht erstmal außen vor. Dann ein Spiel, was erst vor kurzem rausgekommen ist, Dodgecraft. War für mich jetzt echt so nicht die Erfüllung, soll irgendwie ein Fitnessspiel sein. Ich bin der Meinung, da gibt es bessere Fitnessspiele auf der PlayStation 2. Allen voran Les Mills Body Combat, welches ich immer wieder empfehlen kann. Dodgecraft war jetzt für mich nicht herausragend, muss so entweder Gegnern ausweichen oder sie irgendwie weghauen oder so, abwerfen. Fand ich jetzt nicht so toll. Dann haben wir hier noch einen Walkabout Minigolf Kurs, Journey to the Center of the Earth für 99 Cent statt 3,99. Ja, ist ein cooler Kurs auf jeden Fall. Solltet ihr auch in eurer Sammlung definitiv haben. Idolmaker kann ich nicht zu sagen. Dann haben wir nochmal Dystronia, die einzelnen Episoden. Besteht nämlich aus 3 Episoden, dieses Dystronia, dieses Anime-Detektiv-Adventure. Die Episoden kann man also auch einzeln kaufen. Und das waren sie jetzt auch. Die Frühlingsangebote bis zum 24.04. waren wieder einige dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst und den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare, was da jetzt für euch dabei war. Was ihr euch vielleicht geholt habt oder euch noch holen wollt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.